3, 2, 1, talk to me. Herzlich willkommen zu Leibniz Uni Insights, dem Videopodcast der zentralen Studienberatung rund um das Studium an der Leibniz-Universität Hannover. Hier geben euch Studierende Einblick in ihren Alltag zwischen Studienwahl, Klausuren und Freizeitgestaltung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Leibniz Uni Insights. Heute beschäftigen wir uns mit der Perspektive von internationalen Studierenden. Dann kommen wir gleich zu euch. Wer seid ihr? Was studiert ihr und in welchem Semester? Und woher kommt ihr? Also ich heiße Natascha, ich komme aus der Ukraine, ich bin 21 und ich studiere Bachelor Informatik. Mein Name ist Ella Kim, ich komme aus Südkorea und ich studiere Biomedizintechnik in meinem Master. Und wieso habt ihr euch für ein Studium in Deutschland und vor allem in Hannover entschieden? Also ich habe zuerst mein Austauschstudium hier gemacht und dann habe ich so entschieden, hier zu bleiben, weil ich den Hannover und besonders den LOH gemocht habe. Besonders wegen technischer Richtung und besonders wegen die Hochdeutschsprache. Und bei dir? Ich musste zuerst Deutsch lernen und natürlich Hochdeutsch wäre am besten zu lernen und deswegen Hannover. Das war mein erstes Mal in Deutschland, aber ich fand Hannover super und ich war so, oh, ich liebe hier und ich bleibe hier. Und auch Leibniz Universität hat Biomedizintechnik, was ich studieren wollte, so super, ja. Das heißt, du hast dich über dein Austauschstudium dafür entschieden, hier zu studieren. Wie bist du aber auf die Idee gekommen, Ella, dir Deutschland und Hannover auszusuchen? Für mich persönlich, weil ich aus Südkorea komme, weißt du, historically, Korea war auch, also Korea ist immer noch Nordkorea und Südkorea und Deutschland, also besonders Deutschland, weil ich über Wiedervereinigung lernen wollte. Ich interessiere mich für die Geschichte, deutsche Geschichte und deswegen Deutschland auch und ich studiere Ingenieurwissenschaft und deutsche Qualität, Ingenieurwissenschaft, sehr, sehr berühmt natürlich und ja. Was war am Anfang so besonders schwierig? Was waren vielleicht für Hürden, für Probleme, als ihr hierher kommen wolltet, um zu studieren? Oder hat das einfach so funktioniert? Nee, es gab eigentlich sehr viele Probleme. Also es gibt nichts Problemloses eigentlich. Ja, also gut ist, dass ich keine Visum, so echte Visum öffnen musste, um hier zu kommen. Leider, wegen meiner Situation in meiner Heimat musste ich das machen. Aber ich habe so Deutsch vorher gelernt. Deswegen wusste ich, dass einen Tag würde ich sowieso Deutschland besuchen. Und das hat so früher passiert, als ich das gedacht habe, weil ich habe eigentlich gar nicht geplant, Bachelor in Deutschland zu machen. Aber ja, also die Kultur ist eigentlich hier ganz, ganz anders als als in der Ukraine. Nicht so, ich kann so nicht direkt sagen, was so besonders unterscheidet, aber die Menschen sind ganz anders. So die Angewohnheiten, wie die Menschen insgesamt leben. Und das ist alles ganz anders. Und am Anfang war mir eigentlich auch schwer, darauf zu achten und das alles so im Blick zu nehmen. Ja, das Studium ist hier ganz anders. Zum Beispiel in der Ukraine hat man so ein striktes Plan an der Uni. Also man macht nur 4 Jahre. Und man besucht jedes Semester bestimmte Fächer. Es gibt keine Auswahl. Und man hat auch eine strikte Gruppe. Also man kennt die Menschen und mit diesen Menschen anfängt man seit ersten Semester und dann endet man mit Bachelor. Aber hier ist es ganz anders. Ja, also das hat mir am ersten überrascht. Aber jetzt mag ich das eigentlich viel mehr, als wie das früher bei mir war. Und wie war das bei dir? Bürokratie, natürlich. Also ich war sehr, sehr schockiert, als ich hier gekommen bin. Bürgeramt, Ausländerbehörde und alles so Termin. Und weil in Korea zum Beispiel,
wir brauchen keinen Termin, gar keinen Termin. Und zum Arzt oder zum Ausländerbehörde oder so, Amt, gar nicht. Also das war sehr schwierig für mich. Und alle super, super wichtige Dokumente und Unterlagen sind nur einfach auf Papier. Oh ja. Oh, wow. Also ich musste mehrmals fragen, so was ist, wenn ich das verliere? Und dann, du darfst nicht das verlieren. Also ich bin so, oh, okay, ja. So das war ein bisschen schwierig für mich. Und ich muss immer warten und warten. Ein Termin ist in 6 Monate oder so. Das war schwierig, aber jetzt I'm used to it. So jetzt geht's. Ja, alles gut. Ja. Ihr habt jetzt beide in anderen Ländern auch schon vorher studiert. Und du hast gerade schon erzählt, es ist anders als in der Ukraine hier. Aber würdet ihr sagen, und du hast auch gesagt, du warst nicht so richtig sicher, wie das hier sein würde, aber hattest du, verglichen mit deinem vorherigen Bachelor, denn Vorstellungen, wie es hier ist? Und wenn ja, hattest du die richtigen Vorstellungen? Also hast du gedacht, so und so wird es, und war es dann auch so? Ich glaube, die Kultur natürlich, weil in Australien zum Beispiel ist sehr easygoing, einfach. Die Leute sind einfach sehr laid back und freundlich. Aber hier fand ich ein bisschen schwierig, Freunde zu werden mit anderen Studierenden. Das war ein bisschen Challenge für mich. Ja. Und so am Anfang eures Studiums hier in Deutschland, was hat gut funktioniert? Was hat vielleicht nicht gut funktioniert? Was war schwierig? Und was hat euch geholfen? Weil mein Studium auf Deutsch ist, also natürlich die Sprache war ein bisschen Challenge. Und das System ist alle neu. Zum Beispiel, ich muss für alle meine Klausuren vorher anmelden. Das ist ganz neu für mich, ja. Oder so jedes Semester muss ich immer anmelden, bis Anmeldefrist für nächstes Semester oder so. Das war auch ganz neu. Genau, und StudIP zum Beispiel, die Websites, es gibt QIS und es gibt auch so Account Management und keine Ahnung, viele Passwortmanagement, keine Ahnung, so viele verschiedene Systeme, Kennwort für so viele verschiedene Konto. Das war alles sehr schwierig zu organisieren am Anfang, ja, für mich. Ja, und für jedes Konto hat man ein anderes Passwort. Ja, genau. Ja. Richtig für die Sicherheit. Und ist das auch deine Erfahrung gewesen so? Ja, so am Anfang war es eigentlich super schwer, hier anzugewöhnen. Ja, obwohl ich die Sprache gut konnte. Ich konnte die technischen Wörter gar nicht. Und es gibt in Informatik sehr viele technische Wörter. Und ich denke, wenn man hier vielleicht die Schule endet oder so irgendwelche Vorkursen, dann kennt man so mindestens ein paar von den Wörtern. Aber ich habe so am Anfang, und nicht nur am Anfang, sondern auch jetzt, die schwersten Module genommen. Und dann war ich echt schockiert. Ja. Und ja, ich denke, das schwerste Teil war anzugewöhnen, dass die Menschen miteinander nicht kommunizieren. Also für mich ist das gar nicht so, ich habe das gar nicht so vorgestellt, dass die Menschen kommen, sitzen und dann, wenn das Vorlesung geendet ist, dann die Menschen stehen und gehen weg. Niemand kommuniziert miteinander. Und manchmal, wie ich das jetzt schon gemerkt habe, passiert es auch so. Zum Beispiel, ich habe an einem Projekt mit anderen Menschen teilgenommen und einige von den Menschen sagen mir später kein Hallo. Nicht alle. Ja. Einige sind super freundlich, einige nicht. Ja, aber sonst, ja, das hat mir am höchsten überrascht, dass das so, also ich habe das gemocht, dass alles organisiert ist, viel mehr organisiert als zum Beispiel bei meiner Heimatuni. Zum Beispiel, ich habe diesen Semester ein Projekt gemacht
Das war so mit den Unternehmen verbunden, das war echte Kunden gekommen und wir haben eine Software dafür gemacht und das war so, im Vergleich zu meiner Heimatuni wurde es dort nicht so schön so alles gemacht. Ja. Ich habe das gemocht, aber ja, die Probleme waren, dass nicht alle Menschen kommunizieren möchten. Wenn ihr Tipps geben könntet an internationale Studierende, ihr könnt jetzt Tipps geben, was würdet ihr weitergeben und sagen, daran muss man auf jeden Fall denken, das würde ich euch empfehlen? Ich kann so, ich denke, zwei wichtigsten Sachen sagen. Also erstens, man muss keine Angst haben, die Fragen zu stellen und Fehler zu machen. Das ist ganz normal und die Menschen achten darauf nicht so stark, wie wir das vorstellen. Aber ja, wenn man so Fragen in der Studium hat oder zu Professoren oder man versteht das Material nicht, man muss das fragen, weil sonst geht das nicht. Ja, und am besten ist auch so probieren, kommunikativ zu sein. Ich meine, man muss nicht in die Schale geschlossen sein. Man muss probieren, mit Menschen zu reden, auch wenn die Menschen das nicht immer so, nicht alle Menschen das mögen. Man findet also während der Zeit die Menschen, die so freundlich sind, hilfsbereit sind. Und was ich dafür sagen kann, also ich habe super lange keine deutsche Freundin gehabt. Ich kann sagen, dass am besten, am besten ist, mit Deutschen zu kommunizieren und mit Deutschen befreundet zu werden, wenn man so gleiche Interesse hat. Zum Beispiel viele raten, und ich kann das auch raten, Sport oder irgendwelche so Kursen. Ich habe zum Beispiel Yoga diesen Semester besucht, ich habe das super gemocht und ich habe das echt verstanden, dass man findet richtigen Menschen so in gleichen Interessen. Ich würde sagen, es gibt Culture Shock. Aber ich habe viele Studierende gesehen, die sagen, die beschweren sich immer nur, oh, warum ist das so in Deutschland? Warum ist das so schwierig? Warum ist das so? Aber du bist hier gekommen, zu studieren und zu leben. Manchmal muss man einfach akzeptieren. Das ist einfach so hier. Ich weiß, manchmal das ist schwierig. Ja, aber das ist einfach so hier. Und ja, also be positive. Ja. Und mit Zeit. Ja. Man gewöhnt sich dran. Ja, ja. Und das ist alles Erfahrung. Man bekommt so neue Erfahrung. Ich würde sagen, man muss dankbar sein für diese Erfahrung, weil ja, man wird dann später im Leben nicht so stark Probleme haben mit Angewohnheiten an neuen Orten. Stimmt. Ist eigentlich gut zu lernen, damit umzugehen, wenn Leute super verschieden sind. Ja. Was würdet ihr sagen, macht euch am Studium am allermeisten Spaß? Was ist so der beste Part? Mensa? Partys. Mensa? Mensa, okay. Günstige Essen? Mensa füttert, Mensa redet. Ich würde sagen auch Partys, weil, oh, wow, deutsche Studierende, sie trinken Bier wie Wasser. Und ich liebe deutsche Bier, ist so lecker, ich kann nie wieder andere Bier trinken. Ja, oh mein Gott. Du musst aber belgisches Bier probieren, das ist auch lecker. Okay. Aber zum Beispiel nie wieder koreanische Bier. Ich kann das nicht. Also ja, Partys oder Urlaub in Deutschland ist auch sehr, sehr super. In andere Städte, super. Und das ist günstig, weil wir Deutschland-Ticket haben. So, das ist super. Und wie viel Zeit pro Woche verbringt ihr in der Uni mit Studieren, mit Lernen und sowas? Wie viel Zeit habt ihr für Freizeit? Also bei mir hängt das davon ab, wie viele Module ich nehme. Ich probiere so nicht alle Module in der Welt zu nehmen, weil man kann das nicht überleben, wenn man so 6 Fächer nimmt. Ja, aber ich mache das immer so, dass ich noch Zeit habe für Freizeit, für Hobbys und auch für das Arbeit. Ja. Ich arbeite auch Teilzeit und ich muss auch manchmal einfach Spaß machen und so mit Freunden Zeit verbringen. Aber lernen, ich würde
ehrlich, ich würde sagen, am Ende so Semester, also Klausurenphase, so sehr, sehr intensiv, natürlich. Viel mehr intensiver als am Anfang. Als ihr hergekommen seid, wie schwierig war es, zum Beispiel eine Wohnung zu finden? Und habt ihr irgendwelche Tipps, wie man das am besten schafft? Zum Beispiel für mich war sehr schwierig, dass es WG-Castings oder WG-Interviews gibt. Sowas gibt es nicht in Korea zum Beispiel oder Australien oder so, weil wir bezahlen einfach und das war's. Also es gibt kein Castings oder Interviews oder so. Das war sehr schwierig, aber ich verstehe jetzt, weil du musst wirklich deinen Mitbewohner kennenlernen, bevor du das entscheidest. Und das ist eine gute Idee eigentlich, aber natürlich schwierig für manche Ausländer oder ausländische Studierende. Das war aber man braucht wirklich viel Geduld und Mühe und Zeit. Ich habe manchmal viele Studierende gesehen, die einfach weinen und so. Ich habe keine Wohnung seit mehreren Monaten oder so. Und, also leider ist das so. Und genau, das ist nicht immer perfekt. Und ich kann nicht so günstig, unperfekt, good Location, so schön oder so. Das geht nicht. Und muss man das einfach akzeptieren. Ja, ich glaube. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wohne nicht in einer so Wohnung-WG, sondern ich wohne glücklicherweise in einer Studentenwohnheim. Und ich würde sagen, das war eigentlich sehr schwer für mich, einen Platz zu finden, weil ich bin am Anfang nicht so zum Start des Semesters gekommen, sondern in der Mitte des Semesters. Und deswegen gab es so keine Freizimmer. Und das dauerte eigentlich relativ lang und das kostet eigentlich auch sehr viel Mühe. Also normalerweise geht es viel leichter, weil wenn man so Anfang des Semesters dann Zimmer sucht. Aber ja, ich werde eigentlich raten, an den Studentenwerk zu schreiben, weil die geben echt gute Wohnheime mit super guter Platzierung, also super gute Orten. Also es gibt eine gute hier ganz neben der Uni, in Klaus-Balzen. Es gibt auch eine gute an der Jägerstraße, also das sind super gute Locations. Und ich würde raten, also am besten ein Studentenwerk zu schreiben, weil man findet immer einen Platz, wenn man sucht. Und die geben auch super gute Zimmer für super gute Preise. Ja. Und wenn man auch so viel Glück hat, dann kriegt man ein WG. Ja, bei mir ist das eigentlich eine Flurgemeinschaft mit 10 anderen Menschen. Ja. Aber ja, das ist auch kein Problem. Ja, wenn man mit Menschen redet, kommuniziert, dann kann man das überleben. Ich glaube, das hilft sehr viel, wenn man denkt, diese Wohnungsfindung, so wie Jobsuche oder so Jobinterviews, dann das hilft. Ja, das hilft. Ja. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Finanzen eigentlich drin. Ihr habt auch beide gesagt, ihr arbeitet nebenbei. Mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man nach Deutschland kommen und studieren möchte? Und wie finanziert ihr euch euer Studium? Also ich werde sagen, man muss immer darauf achten, dass man jedes Monat die Miete zahlt. Außerdem, weiß ich nicht wie bei dir, aber bei mir war das echt schockierend, dass man noch die Krankenversicherung jedes Monat zahlt. Bei uns gibt es sowas nicht. Und dann, wenn man auch so kein BAföG oder was noch kriegt, dann muss man auch dieses ARD-ZDF zahlen. Und das sind so 3 Sachen, die man jedes Monat zahlen muss, also stabil. Und außerdem muss man auch darauf achten, dass die Kosten für Produkte sind auch nicht so super niedrig, deswegen muss man auch dafür Geld geben.
Und so das Wichtigste ist auch der Semesterbeitrag. Glücklicherweise also zahlt man in Deutschland nur den Semesterbeitrag, so kein jedes Monat Zahlung für das Studium. Und das ist auch super gut. Und also Studententicket, also diese Karte, bringt super viele Möglichkeiten. Man kann den Sport besuchen, man kann in TIP lernen, man kann andere Städte besuchen. Das alles ist super nett und auch so Rabatten in Mensa. Ja, aber sonst, ja, man muss darauf achten, dass, also es ist nicht so, dass man jedes Monat rechnet, dass, also bestimmte Summe für jeden Monat. Eigentlich ist das super instabil. Ja, man muss nur darauf achten, dass man so genug Geld hat zum Überleben. Ja, und am besten ist ja also einen Nebenjob zu suchen. Das ist erstens nicht nur für das Geldverdienen, sondern auch für Erfahrung, für neue Kenntnisse, für Kommunikation mit Menschen. Und ja, aber trotzdem nur einen Nebenjob zu haben, reicht nicht. Deswegen man muss was noch also herauszufinden. Ist nur für meinen Fall und nur ungefähr. Zum Beispiel für die Wohnung. Miete kostet gegen 500 Euro. Die Semesterbeitrag wäre 400 Euro oder so, jedes Semester. Das finde ich super, super günstig. Zum Beispiel im Vergleich zu Korea oder USA oder so. Ja. Weißt du, ja, das finde ich super. Oder Kaution gibt es auch für die Wohnung. Das hängt von welcher Wohnung und so. Aber könnte so 1.000 Euro oder so oder 2 Monate, 3 Monate Miete. Nebenjob, also ich arbeite so 50 Stunden oder so pro Monat. Ja, so ich kriege 600 Euro oder so. Und ich finde Lebensmittel sehr günstig in Deutschland. Ja, also im Vergleich zu Korea natürlich. Ja, okay, super Qualität und günstig. Also Reis oder Fleisch oder Obst, Gemüse finde ich sehr, sehr günstig Fleisch und super. Fleisch ist günstig? Komm nach Südkorea. Südkorea einmal? Ja, du verstehst dann. So, alles ist super für mich. Wir kriegen Deutschlandticket von Uni, so, das ist auch super, kostenlos. Genau, das also würde ich sagen. Ja. Und muss man irgendwie für das Visum oder so Geld nachweisen? Oder? Ja. Okay. Das heißt Sperrkonto für jede internationale Studierende. Ich habe keine Ahnung, vielleicht nicht für die Flüchtlinge oder so oder besondere Stipendium, so Situationen, aber normalerweise. Sperrkonto heißt, jeden Monat kriegt man ungefähr 900 Euro von meinem eigenen Konto. Aber ich muss vorher für die Aufenthaltserlaubnis, muss ich für ein Jahr das vorher machen, um zu um zu beweisen, dass du das Geld hast. Ja. Genau, genau. So muss man das vorbereiten, auf jeden Fall. Ein Jahr, jeden Monat 900 Euro ungefähr. Okay. Ja. Und das muss dafür dann, okay. Und das Visum an sich kostet auch Geld, oder? Eine Ausländerbehörde, das hängt von welcher Beamter, komischerweise. Aber maximal bis so 80 Euro oder so. Ja. Manchmal kann das kostenlos sein, wenn du Glück hast. Dann hoffen wir darauf. Außerhalb vom Studieren und vielleicht außerhalb von Partys, aber was macht ihr außerhalb des Studiums am liebsten? Also ich mag spazieren gehen, ich mag andere Städte zu besuchen. Ja, so vielleicht so einige Sportaktivitäten wie Schwimmen oder Yoga. Aber sonst,
Ich mag häkeln. Ja, deswegen bin ich oft zu Hause und häkle, wenn das Wetter schlecht ist. Wenn das Wetter gut ist, dann rausgehen und spazieren. Und du? Das ist sehr, sehr wichtig für internationale Studierende, weil zum Beispiel ich habe Tandem Cultural Exchange Group an der Uni. Okay. Und da habe ich diese deutsche Familie getroffen. Oh, wow. Und die sind wie meine Familie jetzt. Ja, also ich bin da zum Weihnachten zusammen oder neues Jahr oder wir essen immer so super leckere deutsche Essen zusammen, Grünkohl. Super lieb. Mein Lieblings ist. Ja, das ist so lecker. Ja, ich liebe Grünkohl. Ja, also wir kochen zusammen manchmal also koreanisch. Und ja, also die sind wie meine Eltern und wie meine Schwester oder Bruder. Also das finde ich super, dass man viele zum Beispiel Tandemgruppe oder Cultural Exchange Gruppe oder egal was. Es gibt viele in Deutschland und in Hannover. Zum Beispiel Sportverein natürlich oder Musik, Konzert, Theater, alles super. So, ja, das ist Ins Theater kann man nämlich kostenlos gehen, wenn man hier studiert. Das ist super geil. Ich war vor kurzem bei der Romeo und Julia. Ah ja. Das war super cool. Das war so das erste Mal, wenn ich hier im Opera war. Ja. Und das habe ich super gemacht. Das kostet nichts. Also Ja, und das kostet nichts. Ja. Das ist gut. Und es gibt viele schöne Sachen. Zum Beispiel, ich möchte noch diese Tosca besuchen. Aber ja, ich weiß nicht wann. Gibt ja bestimmt noch ein paar Termine, genau, ja. Ja. ich würde sagen, dass ich empfehle das sehr, sehr für die viele internationale Studierende. Sachen machen, wo man Leute kennenlernen kann. Ja. Und würdet ihr sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, als ihr euch entschieden habt, nach Hannover zu kommen und hier zu studieren? Würdet ihr das nochmal so machen? 100%, also mehr als 100%. Weil nicht nur wegen Studium oder nicht nur wegen Menschen, der größte Unterschied zwischen zum Beispiel Südkorea und Deutschland für mich ist Frauenrecht. Da leider gibt es keine gute Frauenrecht. Und hier finde ich super, als eine Frau hier zu leben und also einfach studieren, arbeiten. Ich fühle mich so wie, ich kann hier atmen und ich habe hier Freiheit. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier bin und ich bin sehr, sehr glücklich. Schön. Genau, ja. Ich stimme auch 100%. Ich werde auch sagen, nicht nur wegen so die Menschen, nicht nur wegen der Stadt, nicht nur wegen der Kultur. Ich würde sagen, ich stimme völlig zu, dass man fühlt sich hier schön, weil man hier atmen kann. Und was ich besonders merke, es ist allen egal, wie du kleidest, was du isst, wie du dich schminkst, das ist allen egal. Du kannst machen, was du möchtest, du kannst machen, wie du das möchtest und das ist das Beste. Also ich meine, man fühlt sich gut, weil niemand sagt dir, hey, was kleidest du oder was soll es? Du hast hier Rechte und du hast hier Freiheit, die Sachen zu machen, die du vielleicht früher nicht machen konntest oder möchtest. Das mag ich am besten und ich bin auch sehr, sehr dankbar für Deutschland und besonders für alle nette Menschen, die ich hier getroffen habe, die mir geholfen haben, für diese Möglichkeit, weil das ist eine super, super gute Möglichkeit. Also die deutsche Ausbildung war immer also eine gute Ausbildung. Also wenn ich an der Zeit, wenn ich in der Ukraine gewohnt habe, ich habe immer gehört, also Deutschland hat die beste Ausbildung und ich kann das völlig zustimmen. Ja, man kriegt hier echte Erfahrungen, nicht nur ein Diplom, man kriegt hier die Erfahrungen.
Das ist doch ein super schönes Schlusswort. Danke, dass ihr meine Fragen beantwortet habt. Wenn ihr zu Hause noch mehr Fragen habt, die ihr loswerden möchtet, dann könnt ihr gerne der zentralen Studienberatung schreiben an insights@uni-hannover.de und ihr könnt euch natürlich auch über diese ganzen Angebote und Optionen, über die wir hier heute geredet haben, im Internet auf jeden Fall informieren, unter anderem auch auf der Uni-Webseite uni-hannover.de. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Ihr habt noch Fragen oder Themenwünsche? Dann schreibt uns gerne an studienberatung@uni-hannover.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann folgt uns und abonniert unseren Kanal.